Noch wichtiger als die Schritte ist unserer Meinung nach eine schöne Haltung. Während ich das sage, unser Kameramann richtet sich auch schon auf. Ja, ich hoffe, du auch. Wir richten uns schön auf, fassen mit der linken Hand die rechte Hand der Dame. Mit der rechten Hand gehe ich an das Schulterblatt der Dame und wir sagen immer im Kurs Flügel ausbreiten. Ja? Wir kommen einander etwas näher und jetzt gleich erster Stolperstein könnte sein, wenn wir direkt voreinander stehen. Das heißt, probieren wir leicht versetzt zu stehen. Aus seiner Sicht ist die Dame leicht rechts versetzt. Das heißt, eigentlich, wenn wir es richtig sehen, wenn wir es richtig machen, müsste man beide sehen, anstatt nur die Conny. Wobei, das wäre nicht unbedingt das Schlechteste. Jedenfalls sind wir leicht rechts versetzt. Man sieht es unten bei den Füßen. Man sieht es bei den Füßen, dass meine rechte Fußspitze zwischen den Füßen der Dame ausgerichtet ist und umgekehrt auch. Es gibt noch ein paar wichtige Details. Wichtig dabei ist, dass der rechte Arm an sich immer bleibt und wenn wir merken, wir haben zu wenig Platz, dann können wir den linken Arm des Herrn sinken lassen. So fühlt sich die Dame trotzdem noch gehalten. Genau, und das schaut auch immer besser aus und fühlt sich besser an, als wenn wir dann die Hand so einfahren. Ja? Hand locker nach unten und damit ist das Ganze schön elegant und locker. Mhm. Wir kommen jetzt zu unserem ersten Schritt, das ist der Pendelschritt und für einen Walzer im Dreivierteltakt ist das optimal, um einfach und auch harmonisch den Tanz zu beginnen. Wir werden uns jetzt dafür umdrehen, damit man das gleich mitmachen kann. So, wir beginnen mit dem rechten Fuß und pendeln mit einem kleinen Schritt nach rechts. Und Pendel und Pendel und Pendel. Wir nehmen den freien Fuß immer heran, dann schaut es elegant aus und dann können wir immer gut den nächsten Schritt dann starten. Genau. Wir schauen, dass der Kopf in der Mitte bleibt und nicht allzu viel nach links und rechts pendelt. Genau. Gut. Wenn man das paarweise macht, nehmen wir wieder unsere schöne Haltung an und der Herr beginnt wieder mit dem rechten Fuß und pendeln und dabei kann man ein wenig drehen, nach rechts idealerweise, genau. Und wir sind schon mitten im Walzer. Man kann sich dabei auch, weil es so einfach ist, unterhalten, der Dame sagen, wie schön du heute ausschaust. Dankeschön. Ja. Damit ist jeder Schritt eigentlich in den Schatten gesetzt. Tja. Und die Dame kann sich entspannen. Gut, wir kommen zur nächsten Stufe. Wir pendeln vorwärts und rückwärts. Das heißt, mit dem rechten Fuß nach vor und dann mit links zurück. Und rechts vor, links rück, rechts vor. Dabei kann man dann wieder drehen. Im Uhrzeigersinn vorwärts und rückwärts und vorwärts und rückwärts. Easy. Das probieren wir jetzt paarweise gleich. Idealer Beginn ist zuerst zur Seite, aus der Sicht des Herrn nach rechts. Das ist einmal gut zum Starten und dann geht er rechts vor und pendeln und gleich dabei ein wenig drehen. Da. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wenn wir das nicht mehr machen wollen, kann man wieder zur Seite pendeln und dann wieder vorwärts und rückwärts und pendeln und pendeln und pendeln und pendeln. Jawohl. Die nächste Stufe ist, wir möchten alle Taktschläge vertanzen und nicht nur den ersten. Und deswegen tanzen wir mit dem Pendeln 2 Schritte am Platz mit. Das heißt, beim Seitwärts würde das so ausschauen. Wir tanzen Seitplatz, Platz, links Platz, Platz, rechts Platz, Platz, vor. Und vor, Platz, Platz, Rückplatz, Platz, vor, Platz, Platz, Rückplatz, Platz, vor, Platz, Platz, Seit.
Und Seitplatz, Platz, Seitplatz, Platz, danke Lass mich schön. gut führen. Ha? Ich lasse mich so gut führen, auf Fernbedienung sogar. Zurzeit schaut es dann so aus. Und Seitplatz, Platz, Seitplatz, Platz. Dann geht er vorwärts und dreht schon am besten nach rechts an. Das ist wie ein Walzergedicht, was ich gerade gestalte. Wenn man diese Schritte parat hat, ist man an sich schon ballfit. Aber dazu gehört noch der Abschluss des Tanzes und der ist besonders wichtig auf der Tanzfläche. Ich fühle mich so ballfit. Wenn der Tanz wunderschön auf der Fläche war, gemeinsam mit dem optimalen Tanzpartner und die Musik stoppt, dann ist es immer schön, wenn der Herr auch einen Abschluss tanzt. Und zwar hebt er seine linke Hand und dreht die Dame einmal nach rechts, das ist im Uhrzeigersinn, nach außen durch. Danach kann er formvollendet rechts in rechts fassen und wenn er möchte, mit geschlossenen Füßen einen Handkuss geben. Die Dame kann natürlich einen kleinen Knicks tanzen. Warte kurz, ich soll mit geschlossenen Füßen Handkuss geben. Wie soll ich mit den Füßen Handkuss geben? Achso, Entschuldigung, während des Handkusses sollen die Füße geschlossen sein. Ich kenne mich aus. Wichtig dabei bitte die Hand nie berühren, abschlecken oder küssen oder schnuddeln oder mit dem sonstiges, Mund. sondern es Mit ist dem nur Mund. eine tiefere Verbeugung. Die Dame kann nur lächeln, sie kann auch knicksen und den Handkuss fröhlich entgegennehmen. Wenn man das nicht möchte, hat man noch eine Wahl. Der Herr dreht die Dame wieder nach rechts aus. Er bietet ihr den rechten Arm an. Sie hängt sich ein und kann sie so sicher von der Tanzfläche geleiten. Die nächste Ausbaustufe vom Walzer wäre dann der berühmte Carré-Schritt. Damit kann man sich schon ein bisschen weiter im Raum bewegen und etwas mehr über ein Parkett dann fegen. So, Wir werden das jetzt so aufbauen, dass der Herr bleibt zur Kamera gedreht, die Dame wird sich umdrehen. Dann können wir das gleich genau gegenüber üben. der Herr beginnt mit dem rechten Fuß vorwärts, sie mit dem linken Fuß rückwärts. Und dann gehen wir Schritt zur Seite, schließen, Fuß wechseln und wieder umgekehrt, Seite, schließen. Das heißt, wir gehen immer rechts vor zur Seite und immer links zurück. Nur natürlich versetzt. Sie geht links zurück, er geht links zurück, beziehungsweise er geht rechts nach vor und sie geht rechts nach vor. Wichtig dabei ist, dass man beim Tanzen immer einen Fuß nach dem anderen belastet. Eigentlich genauso wie beim Gehen. Das heißt, so ist es nicht, oder wie? Na, nur, dass ich weiß, was nicht. Das bedeutet beim Schließen, dass wir sofort das Gewicht verlagern. Darauf ist besonders Wert zu legen, dann brauchen wir nicht überlegen, welchen Fuß wir nehmen, der frei ist. Also, paarweise schaut das Carré folgendermaßen aus. Wir beginnen wieder zur Seite, Seite, Platz, Platz, Seite, Platz, Platz, Seite, in das Carré, ohne Drehen zuerst. Und 1, 2, 3, 1, 2, 3, gleich mit dem Drehen. Und 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Und am Ende Dame ausdrehen und einhängen. Die nächste Ausbaustufe, wir zählen nicht mehr mit, wie viele es gibt, wäre, wenn wir statt Vierteldrehungen halbe Drehungen tanzen. Damit können wir sehr viel mehr Raum gewinnen. Wir zeigen das jetzt gleich paarweise. Wir starten zur Seite. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jetzt geht's gleich los mit halben Drehungen. Und 1, 2, 3. Damit kann man sich weiter im Raum bewegen. Und 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ram, tam, tam. Nun bleibt uns nichts mehr anderes übrig, als euch wunderschöne Ballnächte zu wünschen und viele beschwingte Walzertänze. Viel Spaß! Ram, tam, tam, ram, tam, tam, ram, tam, tam, ram, tam, tam, da, 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 ram, da, ram, da, mua.